Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von meinem Kanal. Heute gibt es eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns hier auf der Stumblesteppe, ja, dem neuesten Fusionsserver. Ich wollte mal hier einmal wieder reinschauen, aber das hat nicht den Grund des Fusionsservers selbst, sondern es gibt eine Situation, die es, glaube ich, bis dato noch nie in Shakes and Fidget gegeben hat. Hat auch irgendwo mit der Stumblesteppe zu tun und auch mit der Platz 1 Gilde auf dem Server hier, und zwar die Endgegner 1, ja, die sich hier auch auf dem Server wieder zusammengetan haben und ja, auch ein paar Leute ausgetauscht haben, ein bisschen fusioniert haben vorab und so, und jetzt hier auch eine sehr, sehr starke Gilde geworden sind, vorab schon sehr stark gewesen sind, aber jetzt auch nochmal mit der Fusion davon auch nochmal profitiert haben und dadurch hier auch auf Platz 1 auf dem Server dementsprechend sind, was sie wiederum natürlich auch in die internationale Rangliste bringt. Und wenn wir da einmal reinschauen in die Gilden-Ehrenhalle, dann sehen wir jetzt hier zum allerersten Mal, dass die Endgegner wirklich die International Hall of Fame, die Gilden-Ehrenhalle, wirklich mehr als dominieren. Ja, es ist tatsächlich, glaube ich, so noch nie vorgekommen, dass eine Gilde Platz 1, 2 und 3 gleichzeitig belegt hat. So, ne? Einmal die Endgegner auf F8, dann die Endgegner Alpha auf F11 und dann jetzt seit neuestem auch die Endgegner 1, die jetzt mit der Stumblesteppe dazugekommen sind. Und hier sieht man auch schon, dass der Server auch schon wirklich gut aufgestiegen ist. Hatte sich hier jetzt auch ein bisschen nach oben kämpfen können und ist jetzt hier tatsächlich auch vor Phoenix, und damit reihen sie sich zu den anderen Endgegnern in einer Linie ein und belegen alle drei das Treppchen. Ja, und das ist schon heftig. Das gab es so noch nie. Und das erinnert mich so, ja, an die guten alten Zeiten von damals, vielleicht kennt ihn noch wer, Bad News Run, der ja mit 2 Bad News Run Accounts und einmal Don Serapio, war ja alles derselbe Spieler, auch die Helden-Ehrenhalle damals hier auch wirklich krass dominiert hatte. Weiß aber nicht, ich glaube, er hat es auch nie geschafft, Platz 1, 2 und 3 zu belegen. So, das ist hier wirklich schon ein Ereignis, was ich so bisher auch noch nie gesehen hatte. Und ja, wie gesagt, die Fusion hier mit der Stumblesteppe hat, denke ich mal, ihr Übriges auch dazu beigetragen, dass die Endgegner sich hier auch wirklich nochmal zusammentun konnten auf dem Server, um nochmal eine weitere sehr, sehr starke Gilde zu gründen, die jetzt auch aus der Fusion so entstanden ist. Und ja, wir können hier einmal reinschauen in die Fights. Wir sehen hier, wie einmal Endgegner gegen Endgegner Alpha fightet. Ja, das ist hier so der erste Kampf, ne? Und ja, das ist witzig auf jeden Fall, weil ja alle Endgegner quasi jetzt, ich meine, es ist ja eine große Gesellschaft, ne? Aber kämpfen jetzt quasi so in der IHOF gegeneinander. Und ja, mehr Dominanz kann man eigentlich nicht zeigen, so großartig. Deswegen, ja, Endgegner aber auch schon wirklich einer der Gilden, die schon sehr, 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 sehr lange in dem Spiel mit dabei sind. Seit, ich weiß gar nicht, wann die Endgegner sich gegründet haben, aber ich würde schon sagen, dass die schon seit Anfang an schon mit dabei sind. So, ja, dann gehen wir hier einmal auf Endgegner Alpha. Ich glaube, das war derselbe Fight hier, ne? Und dann haben wir hier noch einmal die Endgegner 1, die jetzt auch nochmal gegen die Endgegner fighten hier, ne? Und genau. Was vielleicht noch spannender ist zu betrachten, wäre vielleicht, wie die Endgegner 1 gegen Phoenix hier abgeschnitten haben. Denn das ist ja jetzt die Stumblesteppe-Gilde hier, Endgegner 1, und Phoenix kennt man ja auch schon lange Zeit, ne? Sind auch immer schon oben dabei gewesen in der International Hall of Fame. Und jetzt eben mit Endgegner 1 sind diese halt nochmal stärker geworden als Phoenix anscheinend. Weiß ich jetzt nicht, wie stark der Unterschied ist oder ob das jetzt eher mal ein Zufall gewesen ist oder morgen Phoenix wieder auf der 2 steht oder auf der 3. Das kann ich nicht sagen. Könnte auch sein, dass das relativ even ist hier. Wir werden es ja gleich sehen. Und dann ist das heute vielleicht nur ein einmaliger Anblick. Aber alleine das ist schon... Ja, okay. Was passiert hier noch, Alter? Furaken alleine gegen 3 hier oder was? Ja, holt hier jetzt einmal Tony weg. Dann gegen Dr. Darm fightet. Achso, nee, das waren 2 jetzt noch. Okay. Dann gewinnt er das Battle jetzt noch gegen Dr. Darm.
Ja, Dr. Dame ja eher ein XP-Spieler, sieht man ja anhand der Stats. Ne? Sind hier beides fast die höchsten Spieler weltweit, aber Frag nochmal mit deutlich mehr Statpunkte als Dr. Dame hier am Start und kann daher das Blatt auch nochmal wenden und gewinnt so den Fight gegen Phoenix, ja, aber das erschien mir jetzt wirklich noch sehr knapp, also das kann sein, dass sich das vielleicht in nächster Zeit so ein bisschen auch, ja, hin und her mixt, ne, aber das wollte ich euch nur mal gezeigt haben, weil, ja, bisher habe ich sowas noch nicht gesehen, tatsächlich, ne, es gibt ein paar Gilden, die öfter mal hier am Start sind, wir haben zum Beispiel auch Crit Happens, die hier auch zweimal vertreten sind, ne, Crit Happens ja auch eine sehr große und starke Gemeinschaft, kennt man ja auch innerhalb der Shakes and Fidget-Szene so, ne? Also da sind sie definitiv auch auf jeden Fall bekannt. Ansonsten mal gucken, ja, wie weit das noch geht. Hier Rising Phoenix ist ja die Gilde, wo ich auch mit drinne bin, ne? Auf F21, Battle Mage und Horizon, die Gilde, ja, wo mein Main drauf spielt, ne, bin ich aber nicht drin in Horizon. Jetzt mittlerweile schon auf Platz 8 runter gedroppt durch die ganzen Fusionsserver, ne? Also die Fusionsserver sozusagen. Also da sieht man, dass sich starke Gemeinschaften hier zusammentun, um halt eben noch stärkere Gilden zu gründen, um halt eben auch hier noch weiter oben platziert zu sein. Also jeder der Fusionsserver, die Doppelfusionsserver, spielen hier sehr, sehr weit oben mit, sind in den Top 10 enthalten und ja, mal gucken, ist nur noch eine Frage der Zeit. Man sieht aber auch, wie stark so die alten Server sind, beziehungsweise die einzelnen Gilden davon, ne? Stark sind die Server nicht mehr, muss man sagen, im Gesamten. Das hat man jetzt auch beim World Boss gesehen, zum Beispiel die Endgegner auf F8, ja, sind hiermit die stärkste Gilde weltweit. Aber wenn wir jetzt mal gucken, wie die ja, allgemeine Beteiligung von F8 gewesen ist, dann müssen wir hier auch sehr, sehr weit runter scrollen. Und zwar sind die in der gleichen Kategorie wie F9 auch, ja. Das ist natürlich schon, ja, nicht so stark tatsächlich. Aber halt eben die Gilde ist halt eben ziemlich stark auf dem Server. Ne? Aber für zum Beispiel den World Boss zählt halt eben die Gesamtleistung des Servers und es sind in Masse halt einfach nicht mehr so viele Spieler auf F8, wie zum Beispiel jetzt auf dem neuesten oder einer der neuesten Server, so wie zum Beispiel Gnagorim oder Stumblesteppe. Ja? Da sind ja jetzt viel mehr Spieler gebündelt drauf. Zwar jetzt nicht so krass wie jetzt zum Beispiel auf F8 in der ersten Gilde bei den Endgegnern so, ne? Allerdings halt eben in der Masse deutlich mehr und halt eben auch, ja, dadurch etwas aktiver als F8 im Einzelnen. Ja, genau, das wollte ich euch nur mal zeigen. Generell mal wieder einen kleinen Einblick auf die Stumblesteppe oder in die Stumblesteppe zu bekommen. Ne, da wollten wir ja sowieso noch mal ein bisschen reinluschern, was sich hier so getan hat. Ich muss sagen, ich bin mit dem Anblick hier eigentlich recht zufrieden. Natürlich haben wir hier viele Endgegner am Start. Wir haben aber auch viele hier von Dragon's Legends. Broken Dreams sehe ich hier irgendwie. Ja, auch immer noch so ein bisschen vertreten. Also das ist hier noch relativ gemischt. Es ist nicht so, dass hier jetzt eine Gilde komplett am Dominieren ist. Klar sind die Endgegner jetzt natürlich ein bisschen vorne so, ne? Aber es ist hier wirklich alles noch querbeet, sag ich mal. Und das spricht eigentlich auch dafür, dass der Server gut gemixt ist, eine gute Aktivität hat und ja, gleichgestellt ist und nicht von einer Gilde komplett tot dominiert wird, weil da ja, macht es auch nicht so viel Spaß auf dem Server dann zu spielen, ne? Genau. Ja, werden wir in Zukunft auf jeden Fall auch nochmal reinschauen hier auf die Stumblesteppe. Wir haben jetzt hier mittlerweile ja 1,5 Millionen Spieler drauf. Ja, ob da natürlich alle von aktiv sind, wage ich mal jetzt stark zu bezweifeln. Das glaube ich eher nicht. Aber insgesamt sind da schon gut Spieler vorhanden und die Aktivität schon relativ hoch. Ja, genau. Ja, ich werde jetzt noch hier meine Alu weiterspielen. Ne? Ich werde jetzt noch ein bisschen meine Accounts durchklickern und ja, sehen wir uns wahrscheinlich wieder die Tage auf Twitch, würde ich sagen. Ne? Schaltet auf jeden Fall ein, seid ihr dabei und dann holt euch eure Jobs, ne? Freunde, das war's soweit von mir. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Gestern übrigens auch das Level-Up hier gemacht im Stream, ne? 783 ist mittlerweile. Ansonsten verabschiede ich mich. Das war's soweit von mir. Ich wünsche euch einen super schönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.